Fritze Lorenz erblüht von Romy van Mader. Eine Bauernhofgeschichte für alle meine Freunde auf 4 oder weniger Beinen. Fritze Lorenz erblüht. Ein lautes Yippie, yippie, yay! Hörte man weit über die vereisten Schneeflockenfelder hinweg, von einem Dorf zum nächsten. Und dieses das herzerhellende Geschrei wollte einfach nicht abklingen. Yippie, yippie, yay! Hier und yippie, yippie, yay! Da und yippie, yippie, yay! Ertönte es abermals und abermals. Fritze Lorenz, ein mürrischer Kartoffelbauer, zog sich seine ausgelatschten, rissigen Gummistiefel über seine löchrigen, dafür sehr bunten Wollsocken und trat vor die große Hoftür seiner Scheune. Er stemmte seine kräftigen, großen, rissigen Hände in die Hüfte und blickte über das große Feld, welches herrlich irisierend funkelte. Um diese Zeit müsste es längst überall grün sprießen. Dreckskälte, maulte er vor sich hin und winkte ab. Ach, obwohl er äußerlich drahtig, groß und schnellen Schrittes unterwegs war, glich seine innere Gefühlsgestalt einer übergewichtigen und dem Leben überdrüssigen Nilpferddame. Sonja, seine Lieblingshenne, welche von ihm ein schönes, sonnengelbes Pulloverkleid gestrickt bekommen hatte, weil ihr einfach keine Federn wachsen wollten, gesellte sich gackernd neben ihn. Ja, ich weiß schon. Es ist, wie es ist. Was will man machen? Er sah zu ihr. Sie blinzelte ihn mit einem Lächeln um den gelben Schnabel an, und er nahm sie behutsam in seine Hände, hob sie hoch und steckte sie in den Latz seines übergroßen Blaumanns, seine Lieblingsbekleidung. Es war genau genommen eine blaue Latzhose mit einer extra großen und aus bunter Wolle gestrickten Brusttasche, welche vorn auf dem Latz aufgestickt und von Fritze Lorenz fachmännisch vernäht worden war. In diese lustig bunte und kuschelig wollige Latztasche passte jede Menge hinein, und es fand auch alles Mögliche darin Platz. All das, was Fritze Lorenz auf seinem Hof oder auf dem Feld so fand. Angefangen bei angeschlagenen Glasmurmeln, über lustig geformte Stöckchen oder durch das Äckern aus der Tiefe der Erde wieder zum Vorschein gebrachten versteinerten Seeigel bis hin zu tierischen Findelkindern. Letztere päppelte er dann mit seinem großen Herz und voller Hingabe wieder auf, und er hatte bis jetzt jedes Findelkind retten können, und ein jedes seiner tierischen Kinder wohnte seitdem auch bei ihm bzw. ganz in seiner Nähe. Das war zum Beispiel die Henne Sonja, die angebissen und bis auf die letzte Feder gerupft in einer Feldfurche lag. Oder Petro, der Igel, der beim Nachbarn im Stromzaun hing und in letzter Sekunde von Fritze Lorenz aus dieser misslichen Lage befreit worden war. Petro zuckte manches Mal am Tag beim Stehen oder Gehen. Das Stachelkleid, das war die Nachwirkung der Stromstöße, aber Fritze Lorenz war sich sicher, dass sich das mit der Zeit wieder geben würde. Sein Igelfreund war jedenfalls guter Dinge und bedachte seinen Retter mit gesammelten und noch nicht ganz leer gelutschten Schneckenhäusern. Auch glänzende, rosafarbene Würmer schenkte er Fritze Lorenz. Diese Sitte hatte er sich womöglich bei den Katzen abgeschaut. Und so legte er seinem Lebensretter seine köstlichen Geschenke entweder auf die Matte vor die Haustüre, das war aber eher selten. Meistens zog er sein Geschenkgetier unter großem Schnaufen durch die Katzenklappe und schleppte es bis zur Küche. Dann setzte er sich daneben und betrachtete stolz seine wertvollen Gaben und verteidigte sie fauchend gegen allzu neugierige Katzen, die es natürlich auch auf dem Hof von Fritze Lorenz gab. Wie alle Tiere bei Fritze Lorenz war der eine weniger sonderbar, ein anderer dafür etwas mehr als nur sonderbar anzuschauen. Aber das war ja auch kein Wunder, bei all dem, was sie in ihrem früheren Leben, also bevor sie zu Fritze Lorenz auf den Hof kamen, durchgemacht hatten. An vorderster Katzenfront stand der Chef. Das war der rote Pirat Pierre.
Der hatte nur noch ein Auge und trug eine maßgefertigte Augenbinde, die Fritze Lorenz extra für ihn gestrickt hatte. Er brauchte dafür einige Anläufe, doch nach dem 3. Strickversuch passte sie haargenau. Und Fritze Lorenz war sehr stolz auf sein Strickmeisterwerk und Pirat Pierre war äußerst zufrieden mit seinem imposanten Erscheinungsbild. Durch diese auberginefarbene Augenklappe sah er noch verwegener aus als schon. Sein rechtes Ohr sah aus wie ein durchlöcherter Käse und sein linkes Ohr war nur noch zur Hälfte vorhanden. Eines schönen Tages war es einfach nur noch zur Hälfte da. Wieso und weshalb, war Fritze Lorenz genauso schleierhaft wie Pirat Pierre. Es fehlten ihm 2 Fangzähne, oben rechts und unten links. Hinzu kam, dass er je nach Tagesform mal vorne und mal hinten hinkte. Aber Pirat Pierre war ein ausgezeichneter Rattenschreck. Er sorgte in der abbruchreifen Scheune, im großen und teilweise sehr verwilderten Garten drumherum, im Bauernhaus natürlich auch, und zwar vom Keller bis zum Dach für eine rattenfreie Zone. Nicht, dass er die Nager fraß, weit gefehlt, er verjagte sie einfach nur. Pirat Pierre war ein ausgesprochener Gourmet. Mäuse hingegen durften bleiben. Nicht, weil er Mäuse lieber hatte als Ratten. Er hatte eigentlich auch gegen Ratten nichts, aber er hatte Angst um seine gehorteten Leibspeisen. Er aß für sein Leben gern französischen Ziegenweichkäse mit Brombeernussmarmelade und trank dazu auch gerne mal ein delikates Tröpfchen. Selbst Fritze Lorenz weiß bis zum heutigen Tag nicht, wo sich das Speisekammerversteck von Pirat Pierre befindet, und die Ratten auch nicht. Und so soll es auch bleiben. Denn Ratten sind wie Pirat Pierre, große Vielfraße und wahrhaftige Meisterdiebe. Ein weiterer Grund, warum Pirat Pierre Mäuse auf dem Bauernhof duldete, war möglicherweise, dass er als kleiner Katzenmann gemeinsam mit Winzi, einer kleinen weißen Zirkusmaus, die einfach und ganz plötzlich als winzige Maus auf dem Küchentisch saß und wie wild Purzelbäume schlug, in der wollig bunten Brusttasche von Fritze Lorenz aufwuchs. Pirat Pierre und Zirkusmaus Winzi vereinte eine innige Freundschaft, und beide waren ausgesprochene Feinschmecker. Des Nachts unternahmen sie wilde Abenteuer in Nachbarsgärten. Winzi konnte durch ihre akrobatischen Fähigkeiten ohne Mühe an Rohren hochklettern, gelangte durch einen Spalt in das Innere des Hauses und öffnete Pirat Pierre von innen geschickt die Türe. Am liebsten schlichen sie sich zum Bauernnachbarn Matze und schauten sich in dessen Ziegenstall ganz genau um, ob es nicht irgendwo noch einen Tropfen Ziegenmilch für sie gäbe. Aber auch vor seinen privaten Gemächern machten sie keinen Halt. Matze hätte schwören können, dass er eines Abends die kleine Winzi auf Pirat Pierre hatte reiten sehen. An seinem Bett vorbei, wie Zirkuskünstler geschickt, glitten sie über die leeren, aneinander klirrenden und über den schiefen Boden kullernden Weinflaschen. Dank ihrer feinen Nasen gelangten sie direkt in die Speisekammer. Die Türe hatte Matze vergessen zuzuschließen. Der Melkwein, so nannte er es, wenn 1, 2 oder 3 seiner Ziegen am Abend gut gelaunt auf dem kleinen Holzstand auf ihn warteten, um ihn freiwillig von ihrer Milch zu geben. Das war der Abschluss des Tages, und dabei trank er gerne mal ein Glas Wein. Manchmal war es auch eine Flasche, und so eine Flasche Melkwein war ihm am Abend zuvor wohl zu Kopfe gestiegen, und er vergaß alle Lugen gegen Piraterie dicht zu machen. Am nächsten Morgen staunte er also nicht schlecht, wie viel Ziegenkäse, nach französischer Art, Beine bekommen hatte und auf mysteriöse Weise verschwunden war. Er kreierte in seiner kleinen Käserei die tollsten Köstlichkeiten. Der Ziegenkäse war mehr für sich und für einen kleinen ausgewählten Genusskreis bestimmt.
Seine kleine Ziegenherde war eine Nur-so-da-Herde. Sie war nur so da und musste nichts leisten. Wenn Lämmer kamen, dann durften sie auch bleiben und hatten bei ihm ein wahrlich schönes und friedvolles Leben. Als Dankeschön hatten sie für ihn und für die Pflegekinder von Fritze Lorenz auch immer etwas Ziegenmilch übrig. Matze war eigentlich ein Bio-Obstbauer. Sein Herz schlug für Ziegen und für Obstsorten, speziell für alte. Seine Marmeladenvariationen fanden auch bei Sterneköchen begeisterten Absatz. Immer noch stand Matze an jenem Morgen staunend in seiner Kammer und fragte sich, wie seine Schätze, die lang gereiften Käseleiber, einfach so davonrollen konnten. Auch fehlten für den Verkauf frisch abgefüllte Marmeladengläser, und er hätte schwören können, noch eine Flasche seines selbstgemachten Sockenlikörs gehabt zu haben. Der Sockenlikör war eine rumreiche Kreation, und er nannte ihn so, weil ihn der Geruch der überreifen Holunderbeeren während des Kochvorgangs an seine alten Lieblingssocken erinnerten, die er Tag und Nacht trug. Ausgenommen an Tagen, wo er Gäste oder Kunden erwartete. Nun war also auch die letzte Likörflasche weg. Er erinnerte sich an seinen Traum, obwohl er nicht so recht wusste, ob es sich hierbei um ein tatsächlich stattgefundenes Ereignis gehandelt hatte oder eine durch zu viel Promille hervorgerufene Halluzination. An jenem Morgen schwor er sich, auf den allabendlichen Wein am Melkstand zu verzichten, zumindest so lange, bis die ersten Blumen wieder anfangen würden zu blühen. Dann gab es noch Mia und Luis. 2 halbstarke Miezen, die Fritze Lorenz in einem Sack unter seinem Hofladenschild an der Straße fand und sich kopfschüttelnd fragte, wieso man nicht bei ihm geklingelt hatte. Er war ja immer da, und die Schelle aus Messing konnte er, egal wo er sich auf dem Hof auch aufhielt, gut und deutlich hören. Und wenn nicht, dann hörte die Schelle auf alle Fälle der Mischlingshund Knurre. Der hatte zwar nur noch 3 Beine, aber im Laufen war er immer noch der Schnellste auf dem ganzen Hof. Da kam auch Peggy, das Pony, welches Fritze Lorenz einfing, als es vom Schlachter geflohen ward, nicht mit, auch nicht im Galopp. Ja, selbst Titus, der stolze und rabenschwarze Friese, hätte große Mühe gehabt, mit Knurre auf kurzen und langen Strecken mitzuhalten. Titus, dieser große, kräftige Kerl, war eine solche herzensgute und weise Seele. Vollkommen allein stand er Tag ein und Tag aus in seiner winzigen Pferdebox, bis ihn Fritze Lorenz aus dieser verdrisslichen Situation befreite. Pferdeboxen sollten, wie so vieles andere auch, verboten werden. Pferde sind das Sinnbild für Freiheit, und diese pfercht man ein, das ist keine Liebe, das ist Folter. Genau wie Hunde allein in einer Wohnung zu halten. Die einzige Freude dieses Rudeltiers besteht darin, wenn das Herrchen oder das Frauchen nach Hause kommt. Nach 10 Stunden Büroarbeit, freudig darüber mit dem Schwanz zu wedeln und mal kurz eine Runde um den Block gehen zu dürfen. Fritze Lorenz schüttelte angewidert seinen gelockten Blondschopf und machte seine typische abfällige Handbewegung und raunte ein gut hörbares »Ach!« Jedenfalls war Knurre nicht nur sehr schnell, er war auch sehr gescheit und sehr lieb. Obwohl er viel zu jung von seiner Mami getrennt und ausgemustert worden war und nur durch einen glücklichen Umstand gerettet werden konnte. Eine Tierärztin nahm den Dreibeiner mit, ließ ihn nicht, wie von der Züchterin gewünscht, einschläfern, sondern brachte ihn ohne Umwege zu Fritze Lorenz. Aus Dank hütete Knurre, der in einem früheren Leben sicherlich mal ein Border Collie gewesen war, alles und jeden auf dem Hof. Angefangen bei Hühnern, über Mäuse und Katzen, außer bei Pierre. Da traute er sich das nicht. Hin und wieder hütete er auch Fritze Lorenz, wenn dieser aus der Kneipe kommend im Torkelschritt auf der Straße hin und her taumelte. Wobei das nur einmal im Jahr vorkam. Ganz typisch für den Bauern Fritze Lorenz war seine typische Gestik.
die er mehrmals am Tag machte und die schon sein Vater und dessen Vater und wahrscheinlich auch dessen Vater immer machten, wenn sie versuchten, gewisse Menschen und deren Handlungen verstehen zu wollen und es für sinnlos abtaten. Und diese Bewegung ging so: Die rechte Hand nach oben, wie zum Gruß ausgestreckt, und dann kraftvoll in einem Halbbogen vorneüber zum Boden hin abgeschmettert. Das Ganze war in einer dynamisch fließenden Bewegung zu vollziehen und mit einem äußerst missmutigen Ach zu unterfüttern. Und so hatte es Fritze Lorenz auch gemacht, als er mit den 2 frierenden Kätzchen, die er im Kartoffelsack fand und in seinen bestrickten Brustlatz steckte, über die Veranda zurück ins Haus schlurfte. Dank frischer Ziegenmilch von seinem benachbarten Biobauern und Freund Matze bekam er nicht nur kleine Miezekätzchen ganz stark und groß, sondern auch Igel, Hühner, Mäuse, Eichhörnchen, Hunde, Pferde, Füchse, Marder und alles, was 4 Beine oder weniger hatte. Jippi, jippi, je! Abermals ertönte dieses laute Geschrei. »Was zum Kuckuck?« fragte sich Fritze Lorenz, kratzte sich dabei am blonden Lockenkopf und trat noch einige Schritte weiter auf den mit großen sandigen Wackersteinen ausgelegten Wendeplatz vor die große alte Scheune. Henne Sonja schaukelte er dabei sanft in seinem starken Arm, und sie gluckste ganz vergnügt. Und mit einem Mal klatschte er sich mit der freien Hand auf die Stirn. Das wird doch nicht! Schnell drehte er sich zum Scheunentor um, rannte rechts an der Scheune und am großen Misthaufen vorbei, auf dessen Mistspitze gerade Hans Hermann, der Hahn ohne Kamm, ein Liedlein trällern wollte. »Grüß dich«, rief Fritze Lorenz zu ihm hinauf. »Ich habe es gerade eilig.« Normalerweise quatschten sie um diese Tageszeit gerne ein paar Minuten miteinander und tauschten sich über die neuesten Hoftratschgeschichten aus. Hans Hermann hatte Fritze Lorenz im wahrsten Sinne des Wortes ausgebrütet. Es war Winter und Fritze Lorenz ging murrend über seinen Hof und sah ein leuchtend weißes Ei neben dem Misthaufen liegen. Damals gab es auf seinem Hof noch keine Hühner und darum war er umso erstaunter. Das Ei zitterte und er steckte es schnell in seine wollige, warme Brusttasche, um es vor weiteren möglichen Frostschäden zu schützen, und ging eiligen Schrittes ins Haus. Er nahm das Ei aus seinem Wolllatz und betrachtete es unter der Küchenlampe. Aha! Er wärmte es, trug das Ei immer nah bei sich, schön eingepackt in Wolle, und nahm es mit zu sich ins Bett. So lange, bis Hans Hermann schlüpfte. Durch den Frost musste wohl damals sein Hahnenkamm erfroren sein, aber er sah auch ohne Kamm ganz stolz und wunderschön aus. Seitdem verband die beiden Männer eine innige Freundschaft. Sie verstanden sich blind. Fragend blickte ihn Hans Hermann hinterher und beschloss, ihn schnurstracks zu folgen. In den Gummistiefeln vom flitzenden Fritze Lorenz formierte sich eine klitschig warme und leicht dampfende Mischung aus Silage, Stroh, Weizenkörnern, Schwitzwasser, Wollfusseln und Kleinstkrabbeltiere zu einer ökologisch einwandfreien, jedoch sehr unangenehm krabbelnden Schuheinlage, die selbst einem gestandenen Bauern wie Fritze Lorenz langsam unangenehm wurde. »Oh, ich müsste mir wohl doch mal neue Stiefel besorgen.« Aber er tat diesen Einfall sogleich mit seiner typischen Handbewegung als Mumpitz ab. »Ach!« Mit der glucksenden Sonja im Arm rannte Fritze Lorenz also am Misthaufen und am Hofladen vorbei, geradewegs zur dunkelgrünen Veranda. Er zog schnell die halb lebendig scheinenden Stiefel aus, hopste über Pirat Pierre und Vinzi, die ihm überraschend nachschauten und sogleich nachrannten, wobei Vinzi selbstverständlich nicht rannte, sondern auf Pirat Pierre ritt. Im Eiltempo
ging es die alte, braune und löchrige Holztreppe hinauf. Die Holzleisten knarrten und quietschten bedrohlich unter all den Füßen, Pfoten, Tatzen, Krallen und ganz oben unterm Dach, im hintersten Kapuff, wo Fritze Lorenz einst sein Kinderzimmer hatte, setzte er die mittlerweile ganz aufgeregte Sonja vorsichtig auf dem von Motten zerfressenen, staubigen Sofa ab. Neben ihr nahm Mia und Luis Platz. Pierre und Vinzi hockten sich zwischen ein Stapel uralte Zeitungspapiere und muffig riechende Kartons. Knurre und Hans-Hermann waren auch da. Und nun, ja, so ziemlich jeder vom Bauernhof, der kleiner und nicht breiter als 1,20 Meter maß. Alle scharten sich um ihren Freund und Retter und schauten aufgeregt zu ihm. Die einen wedelten mit den Schwänzen, die anderen bewegten ihre Flügel, andere piepten und hüpften. Kurzum, unterm Dach, im alten Kinderzimmer von Fritze Lorenz, saß ein ganz schön aufgeregter und bunter Haufen. Mit einem quietschenden Geräusch öffnete Fritze Lorenz das mit Spinnennetzen eingesponnene Fenster. Mit dem Ärmel seines blau-rot-grau karierten Baumwollhemdes putzte Fritze Lorenz das Objekt seines ebenfalls eingewobenen Fernrohrs frei, welches er an seinem 18. Geburtstag von seinem Vater geschenkt bekommen hatte. Er holte tief Luft und schaute hindurch. Wieder machte er seine für ihn typische Handbewegung, aber diesmal aus einem Grund des Erstaunens. Tatsächlich. Oh, ich glaube es nicht. Unter seinem Fenster wieherte und grunzte es plötzlich. Fritze Lorenz hielt sich am weißen Holzfensterrahmen fest, beugte seinen Oberkörper weit hinaus und blickte nach unten. »Ihr seid ja auch da!« Unterhalb des Fensters im verwilderten Rosengarten standen Titus, der stolze Friese, und Schweinenase, eine etwas beleibte und doch sehr elegante und allen voran äußerst mutige Schweinedame. Als Ferkel entfloh sie einer sauschlechten Haltung. Sie folgte wohl ihrer rosa Nase über Felder und Äcker und stand eines Tages mit aufrechtem Ferkelschwanz und laut quiekend auf einem Strohballen in seiner Scheune. Sie schlief liebend gerne in seinem Bett, wie viele andere seine Freunde auch, aber sie hatte solch stachelige Borsten, da war Igel Petro schon ein klein wenig neidisch. Jedenfalls pieksten die Fritze Lorenz beim Schlafen ganz schön dolle, zu dolle, und er strickte auch ihr einen plüschig weichen Pullover, und zwar in ihrer Lieblingsfarbe, Petrolblau. So einen Pullover wollte dann auch Igel Petro haben, und er bekam natürlich auch einen passenden in seiner Größe gestrickt, und zwar in einem leuchtenden Rosarot. Schweinenases Nase war so samtig weich, dass Fritze Lorenz beschloss, ihr den Namen Schweinenase zu geben. Und sie liebte ihren Namen genauso sehr wie ihren Pullover, den Fritze Lorenz von Woche zu Woche verlängern musste. Schweinenase ging es so gut bei ihm, dass sie so schnell wuchs, in die Höhe und in die Breite und sicherlich im Buch der Rekorde Erwähnung finden müsste. Titus, der seit einigen Tagen limettengrün gestrickte Ohrenschützer trug, und Schweinenase blinzelten also durch das Geäst zu Fritze Lorenz hinauf, welcher sich weit aus dem Fenster beugte und zu ihnen sprach. »Meine Freunde, ihr seid so schlau, ihr habt immer daran geglaubt, und so recht hattet ihr«, lachte Fritze Lorenz laut. Und damit meinte er natürlich nicht nur seine Freunde unterm Fenster, sondern auch alle, die hinter ihm zwischen all den Kisten voller Porzellan und anderem verstaubten Krimskrams standen. Er drehte sich zu ihnen um, klatschte in die Hände und frohlockte. »Auf geht's! Schnell nach unten!« Fast wären alle auf der Holztreppe übereinander gefallen und die Stufen hinuntergepurzelt, denn es konnte gar nicht schnell genug gehen. Endlich unten angekommen, rannten alle um die Wette. Wer zuerst im Garten war, konnte zuerst sehen, konnte sie zuerst sehen. Und da schwebte sie herbei. Auf einem riesigen, weißen und wunderschönen Schwan saß Kolumbei, ihre Freundin, die einst so hastig den Hof verließ. Doch sie hatte Wort gehalten, viel mehr als das. Sie hatte die Wette gewonnen.
Die Wette, welche Fritze Lorenz wieder zurück zum Glauben an das Gute bringen sollte. Der majestätische Riesenvogel kreiste einige Runden über der versammelten Schar und stieß vibrierend surrende Töne von sich. Und Columbine schrie »Yippie, yippie, yeah!« Und nur ein klein bisschen später landete Matthäus, der riesige weiße Schwan, mit Columbine, der Nichte von Fritze Lorenz, ganz präzise zwischen dem kleinen Hofladen und dem großen Nussbaum. Columbine sprang galant von ihrem geflügelten Begleiter, küsste dessen Hals, lachte laut, als sie all die aufgerissenen Münder, Mäuler, Schnauzen und Schnäbel sah und warf augenblicklich ihre Arme in die Höhe und rief: Was hab ich euch alle so sehr vermisst! Kaum ausgesprochen war sie auch schon umringelt und umzingelt von so viel weichem Fell und Federn, Stacheln und Borstenhaut. Der Schwan Matthäus wurde neugierig beschnuppert und abgeleckt, und man hatte sich sehr viel zu erzählen. Fritze Lorenz ließ dem Treiben seine Zeit. Es dauerte, bis man alles ausführlich bestaunt, berochen und so weiter hatte. Er nahm den großen rostigen Schlüssel vom Brett, drückte sich an dem quirligen Haufen Liebe vorbei und schloss die von Columbine in graublau bemalte Tür des Hofladens auf. Er lüftete durch, stellte die Stühle und Tische so zusammen, dass auch alle Platz fanden, legte Decken und Kissen vor die Türe und wählte die Nummer von Matze, seinem Freund. Und dieser kam mit seiner kleinen Herde Ziegen und einer Kanne Ziegenmilch herbei. Fritze Lorenz klopfte ihm auf die Schulter, streichelte die 3 Ziegen, Lotte, Floh und Waldfee, und deren Lämmer Mauritz, Dietmar und Ann-Sophie. Während Fritze Lorenz die Ziegenmilch erwärmte, gesellte sich Matze und die Ziegen zu Columbine und all den anderen. Matze gab Columbine ein zaghaftes Küsslein auf die Wange, und wenige Minuten später bekam ein jeder ein Schlückchen, passend zu seiner Größe. Unterm Nussbaum machte es sich Titus, Schweinenase und Matthäus recht gemütlich, und so in Freude und Liebe vereint verstrich die Zeit. Gefätterchen Frost schien wie durch Zauberhand und in Windeseile dem Frühlingserwachen Platz gemacht zu haben. Es war bereits 7 Uhr am Abend, und überall fingen die Blumen an zu blühen. »Die Freude ist wieder eingezogen«, murmelten alle, und ein jeder verstand es, auch die Sträucher und Bäume, die mit ihren Ästen, Zweiglein und ihren ersten Knospen und mit Hilfe des Windes eine zarte Melodie zum Klingen brachten. »Siehst du, ich habe es dir gesagt«, sagte Columbine und lächelte Fritze Lorenz an. In ihren gütigen und leuchtend grünen Augen funkelte die Freude. »Ja, das hast du«, antwortete Fritze Lorenz und schaute etwas mürrisch. Oder war es eher beschämt? Auf jeden Fall blickte er runter zu seinen Gummistiefeln, aus deren Rissen eine komische Matschepampe quoll. Sie nahm seinen Kopf in ihre kleinen, zarten Hände und schaute in seine braunen, ein wenig traurig wirkenden Augen. »Sag mir, warum bist du jetzt traurig? Hatten wir nicht gewettet?« »Ja«, er musste sich ein erstes zaghaftes Grinsen verkneifen. »Du weißt schon noch, was der Wetteinsatz war?« Sie neigte ihren Kopf zur Seite und schaute ihn neckisch an. Ein Lächeln ließ sein Gesicht erstrahlen, und er blickte ihr endlich und ganz tief in die Augen. »Ja, natürlich. Unsere Wette lautete: Wenn du es schaffst, auf einem Schwan zu fliegen und auf meinem Hof zu landen, dann werde ich ab sofort kein negativ denkender Griesgram mehr sein.« »Und?«, fragte sie. »Du hast gewonnen«, erwiderte er. »Und?«, fragte Columbine weiter. Fritze Lorenz war immer noch vollkommen überwältigt und geschockt auf der einen Seite und vor Freude und Liebe wie erstarrt auf der anderen Seite. »Komm«, sie nahm seine Hand und zog ihn hinter sich aus dem Hofladen. Und jetzt erkannten all seine Sinne das Wunder, welches geschehen war und somit alles möglich machte. Um ihn herum
blühte es. Er sah Matthäus, den riesigen Schwan, umgeben von seinen tierischen Freunden, die sich Decken und Kissen teilten. All das war kein Traum. Columbine war zurück und hatte ihm die Augen geöffnet und ihn wieder zurück ins Leben geholt, wenn das möglich war. Oh ja, dann schaffte er mit ihr, mit allen, auch so viel mehr, scheinbar Unmögliches. Er war kurz davor, seine typische abwertende Handbewegung gen Boden zu machen und mit einem mürrischen »Ach« abzutun, aber er hielt inne. Und stattdessen streckte er beide Arme nach oben gen Himmel und schrie aus voller Kehle: »Yippie, yippie, yeah!« Und das ist das Ende. Zumindest das Ende hier in diesem Buch. Wie es weitergeht, das kannst du dir ganz nach Herzenslust wollig und bunt ausstricken und ausmalen. Fritze Lorenz erblüht. Geschrieben von Romy